Du willst eigentlich Nein sagen, ganz ruhig, ganz normal, ohne Drama. Aber dein Mund sagt trotzdem, ja, klar, kein Problem. Und während du das sagst, zieht sich in dir alles zusammen, als würdest du dich selbst verraten, schon wieder. Und das Schlimmste ist, du merkst es oft erst später, wenn du alleine bist, wenn es still wird, wenn du plötzlich spürst, wie müde du bist, nicht körperlich, sondern innerlich. Und jetzt kommt der Teil, der dich vielleicht trifft. Viele Menschen denken, sie seien einfach zu nett, aber die Wahrheit ist, viele Menschen sind nicht nett. Sie sind trainiert, sich selbst zu verlassen. Und dieses Training beginnt fast immer in der Kindheit. Bleib dran, denn in diesem Video wirst du verstehen, warum Nettsein manchmal gar nichts mit Liebe zu tun hat, sondern mit Angst. Und warum genau das dein Leben steuert, ohne dass du es bemerkst. Lass uns mit einem Bild anfangen. Stell dir ein kleines Kind vor. Nicht irgendein Kind, dich. Du sitzt irgendwo am Tisch oder im Kinderzimmer oder im Auto auf dem Rücksitz. Du willst etwas sagen. Du willst etwas fragen. Du willst etwas, das für dich wichtig ist. Vielleicht willst du Aufmerksamkeit. Vielleicht Trost. Vielleicht nur, dass jemand dich ernst nimmt. Und du machst den Mund auf. Und dann passiert etwas. Nicht unbedingt ein Schrei, nicht unbedingt Gewalt, nicht unbedingt etwas, das man Trauma nennen würde. Manchmal passiert etwas viel Subtileres. Ein Seufzen, ein genervter Blick, ein Jetzt nicht, ein Du übertreibst, ein Stell dich nicht so an oder noch schlimmer, gar nichts, Kälte, Schweigen, Abwesenheit und dein kindliches Gehirn macht etwas Geniales, etwas, das dich damals geschützt hat. Es zieht eine Schlussfolgerung, wenn ich Bedürfnisse habe, verliere ich Verbindung. Und hier beginnt alles. Denn ein Kind kann nicht sagen, meine Eltern sind emotional überfordert. Ein Kind kann nicht sagen, sie sind nicht in der Lage, mich zu halten. Ein Kind sagt stattdessen, mit mir stimmt etwas nicht. Und weißt du, was das Kind dann tut? Es passt sich an, nicht weil es nett sein will, sondern weil es überleben will. Und genau hier entsteht das Muster, das du heute vielleicht nett sein nennst. Du lernst, wenn ich ruhig bin, werde ich geliebt. Wenn ich brav bin, gibt es keinen Stress. Wenn ich funktioniere, werde ich nicht abgelehnt. Und du lernst noch etwas, das fast niemand ausspricht. Liebe fühlt sich wie eine Belohnung an, nicht wie etwas Sicheres. Und jetzt wird es spannend, denn dieses Kind wächst auf. Es wird ein Jugendlicher, dann ein Erwachsener. Und plötzlich ist es überall bekannt als so ein lieber Mensch, so verständnisvoll, so rücksichtsvoll. Und ja, du bist wahrscheinlich wirklich empathisch. Aber hier kommt die Frage, die kaum jemand zu stellen wagt. Bist du empathisch? Oder bist du einfach nur extrem gut darin, Stimmung zu scannen? Bist du nett? Oder bist du nur geübt darin, Konflikte zu vermeiden? Denn das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du, wovon ich rede. Du spürst Stimmungen sofort. Du merkst sofort, wenn jemand gereizt ist. Du merkst sofort, wenn jemand sich zurückzieht. Und bevor die andere Person überhaupt etwas sagt, bist du schon dabei, dich anzupassen. Du wirst leiser, du wirst vorsichtiger, du wirst verständnisvoller. Und genau hier beginnt der Teufelskreis. Denn dein Umfeld lernt etwas. Es lernt, du wirst dich selbst zurücknehmen. Du wirst dich erklären. Du wirst dich entschuldigen. Du wirst nachgeben. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil du Angst hast, Verbindung zu verlieren. Und das ist der Punkt, an dem viele Menschen anfangen, dich zu testen. Manchmal unbewusst, manchmal sehr bewusst. Und dann passiert etwas, das dich verwirrt. Je netter du bist, desto weniger Respekt bekommst du. Je mehr du gibst, desto mehr wird erwartet. Je mehr du dich bemühst, desto selbstverständlicher wirst du. Und du sitzt irgendwann da und denkst, warum behandeln mich Menschen so? Ich bin doch gut zu ihnen. Und hier kommt die Wahrheit, die weh tut. Du bist nicht zu gut. Du bist zu verfügbar. Und du bist nicht zu verfügbar, weil du keine Grenzen kennst. Du bist zu verfügbar, weil du in deiner Kindheit gelernt hast, dass Grenzen gefährlich sind. Und jetzt kommt der Teil, der die meisten Menschen komplett aus der Bahn wirft. Selbstaufgabe fühlt sich oft nicht falsch an. Sie fühlt sich vertraut an. Sie fühlt sich wie Sicherheit an. Denn dein Nervensystem hat gelernt, wenn ich mich klein mache, passiert nichts.
Wenn ich nachgebe, bleibt es ruhig. Wenn ich mich anpasse, werde ich nicht verlassen. Und das ist das Perfide daran. Denn du verwechselst Ruhe mit Liebe. Du verwechselst Frieden mit Nähe. Du verwechselst Anpassung mit Bindung. Aber das ist keine echte Bindung. Das ist ein Deal. Ein unsichtbarer Deal. Und dieser Deal lautet: Ich gebe mich auf. Und dafür wirst du nicht wütend. Und weißt du, was daran das Tragischste ist? Du merkst es nicht sofort. Du merkst es erst, wenn du innerlich leer wirst. Wenn du plötzlich nicht mehr weißt, was du willst. Wenn du dich fragst: Was mag ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht funktioniere? Und dann passiert etwas, das viele Menschen erschreckt. Sie werden irgendwann wütend, nicht auf andere, auf sich selbst, weil sie spüren: Ich habe mich jahrelang verraten. Und genau hier beginnt die nächste Falle. Viele Menschen denken dann: Ich muss härter werden. Sie werden kalt, sie werden zynisch, sie werden distanziert. Aber das ist nicht die Lösung, denn das Problem war nie, dass du zu weich warst. Das Problem war, dass du gelernt hast, dich selbst nicht zu schützen. Und das ist ein Unterschied, der dein Leben verändern kann. Lass uns kurz über Schuld sprechen, weil Schuld der unsichtbare Wächter deiner Kindheitsprogrammierung ist. Du kennst diese Schuld, diese seltsame Schuld, die kommt, wenn du Nein sagst. Diese Schuld, die sich nicht wie „Ich habe etwas falsch gemacht" anfühlt, sondern wie „Ich bin falsch." Und jetzt stell dir etwas vor, du sagst Nein, ganz ruhig, ohne Erklärung. Du sagst: Heute passt es nicht oder das möchte ich nicht oder ich brauche Zeit für mich. Und sofort passiert es. Dein Körper reagiert. Herz schneller, Magen eng, Gedanken laut und dein Kopf beginnt zu reden. Sei nicht so. Mach kein Drama. Du willst doch keinen Streit. Du bist doch nicht egoistisch. Und jetzt kommt das Verrückte. Diese Stimme klingt wie du, aber sie ist nicht du. Sie ist alt. Sie ist ein Echo. Ein Echo aus einer Zeit, in der du wirklich abhängig warst. Denn als Kind war es gefährlich, wenn Verbindung wegbricht. Heute bist du erwachsen. Heute könntest du gehen. Heute könntest du dich schützen. Aber dein Nervensystem hat es noch nicht verstanden. Und genau deshalb fühlt sich Nein sagen wie Lebensgefahr an. Nicht logisch, emotional. Und wenn du das einmal verstanden hast, verstehst du plötzlich dein ganzes Leben, warum du dich erklärst, warum du dich rechtfertigst, warum du dich entschuldigst, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Und warum du manchmal sogar die Schuld übernimmst, nur damit es wieder ruhig ist. Und jetzt kommt die härteste Wahrheit. Viele Menschen nennen das harmonisch. In Wahrheit ist es Selbstverrat. Vielleicht fragst du dich jetzt: Okay, aber warum mache ich das immer wieder? Warum lerne ich es nicht einfach? Gute Frage. Und hier kommt die Antwort, die die meisten Menschen nicht hören wollen. Weil es sich anfühlt wie Liebe. Du bist nicht süchtig nach Menschen. Du bist süchtig nach dem Moment, in dem Spannung verschwindet. Du bist süchtig nach dem Moment, in dem jemand wieder freundlich wird. Du bist süchtig nach dem Moment, in dem du wieder gut bist. Und genau das ist Kindheitslogik. Denn als Kind war Liebe oft nicht konstant. Sie war bedingt. Du warst geliebt, wenn du brav warst. Du warst geliebt, wenn du nicht zu viel warst. Du warst geliebt, wenn du nicht gestört hast. Und das Kind lernt: Ich muss etwas tun, um Liebe zu verdienen. Und wenn du heute erwachsen bist, machst du genau das Gleiche, nur subtiler. Du gibst, du verstehst, du entschuldigst, du passt dich an. Und du hoffst, dass du dadurch sicher bist. Aber hier kommt der Plot-Twist. Du wirst dadurch nicht sicher. Du wirst dadurch berechenbar. Und berechenbare Menschen werden oft nicht respektiert. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil ihr Verhalten sagt: Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich werde bleiben. Und jetzt kommt die Frage: Willst du wirklich, dass Menschen bleiben, weil du dich aufgibst? Oder willst du, dass Menschen bleiben, weil sie dich respektieren? Denn das sind zwei verschiedene Arten von Nähe. Und jetzt kommt der Moment, an dem viele Zuschauer innerlich aussteigen, weil er weh tut. Aber wenn du bis hierher geblieben bist, dann bist du bereit. Hier ist die entscheidende Erkenntnis: Du warst nie zu nett. Du warst nur zu früh gezwungen, emotional erwachsen zu sein. Du warst das Kind, das Frieden gemacht hat. Das Kind, das vermittelt hat. Das Kind, das gespürt hat, wann Mama kippt, wann Papa kalt wird, wann man besser still ist.
Du warst nicht schwach, du warst brillant, du hast überlebt. Aber das Problem ist, was dich damals gerettet hat, zerstört dich heute. Und hier beginnt die Kulmination. Denn es gibt einen Moment im Leben, der alles verändert. Ein Moment, in dem du spürst, ich kann nicht mehr. Nicht dramatisch, nicht laut, sondern still. Du merkst, dass du müde bist, müde von Erklären, müde von Geben, müde von Funktionieren. Und plötzlich kommt eine neue Angst. Nicht die Angst, andere zu verlieren, sondern die Angst, dich selbst komplett zu verlieren. Und das ist der Moment, in dem Heilung beginnt. Nicht, weil du plötzlich stark wirst, sondern weil du plötzlich ehrlich wirst. Und jetzt lass mich dir etwas sagen, was du vielleicht noch nie gehört hast. Der Weg raus ist nicht, dass du weniger fühlst. Der Weg raus ist, dass du dich selbst nicht mehr verlässt. Und das beginnt mit einem kleinen, aber brutalen Schritt. Du hörst auf, dich zu erklären. Denn jedes Mal, wenn du dich erklärst, sagst du unbewusst, meine Grenze braucht eine Genehmigung. Aber Grenzen brauchen keine Genehmigung. Sie brauchen nur Klarheit. Und ja, das wird anfangs Angst machen. Denn dein Nervensystem wird schreien, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und du wirst Schuld spüren. Und du wirst Zweifel spüren. Und du wirst diesen Reflex spüren. Vielleicht übertreibe ich. Vielleicht bin ich unfair. Vielleicht sollte ich doch. Und genau hier passiert etwas Magisches. Wenn du trotzdem bei dir bleibst, passiert etwas, das dein inneres Kind nie erlebt hat. Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht verlassen. Und selbst wenn jemand geht, bleibst du. Du bleibst bei dir. Und das ist echte Stärke. Lass uns das Ganze in 3 praktischen Punkten zusammenfassen. Nicht als Motivationsspruch, sondern als psychologische Realität. Erstens, nett sein ist nur dann gesund, wenn du frei bist. Wenn du auch Nein sagen kannst, ohne dich schuldig zu fühlen. Zweitens, wenn du dich leer fühlst nach Kontakt, war es keine Nähe, es war Anpassung. Und Anpassung macht müde. Drittens, Respekt beginnt nicht da, wo du laut wirst. Respekt beginnt da, wo du dich selbst ernst nimmst. Und jetzt kommt der letzte Satz. Der Satz, den du dir merken solltest. Der Satz, den du einem Freund schicken würdest, wenn du ihn retten willst. Hier ist er. Du bist nicht zu nett. Du hast nur zu früh gelernt, dass Liebe etwas kostet. Und vielleicht ist es Zeit, damit aufzuhören, sie zu bezahlen. Denn echte Liebe macht dich nicht kleiner. Echte Liebe macht dich sicher.